Okay, willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal Michael Klissner, wo es um Thailandreisen geht und um Computersachen, wo es um IT und EDV geht. Ich werde dieses Video auf beiden Kanälen zur Verfügung stellen und ich werde es in deutscher Sprache verfassen. Okay? I speak this video in German language and you found a secondary audio line and the transcription. This is AI translated, but you can use when you want to watch this movie in English. In diesem Video wird es um das Tool EML2PDF gehen, das jetzt in der Version 2.0 erscheinen wird. Es wird multilingual sein, das heißt, es wird alle Sprachen, Schriftzeichen, Sonderzeichen, exotische Schriften wie Thailändisch, Arabisch unterstützen, auch Russisch, Kyrillisch und so weiter. Und es hat eine komplett neue Engine bekommen und wird auch noch einige andere Features haben. Das wird jetzt die nächsten Tage, hoffe ich, endlich fehlerfrei sein und an den Start gehen. Werden wir noch abwarten und im zweiten Teil geht es einfach darum, Leute, wenn ihr hier in Thailand Urlaub macht, es kostet momentan wahnsinnig viel Zeit, mich um Unfallopfer zu kümmern, die im Krankenhaus liegen und sich selber um nichts mehr kümmern können. Wenn ihr hier in Thailand an dem Verkehr teilnehmt, an dem öffentlichen Straßenverkehr, überlegt euch ganz genau, was ihr hier tut. Das kommt dann im zweiten Teil, da werde ich euch nochmal ein Sicherheitsvideo zu verlinken. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem ersten Teil, den wir dann am Computer machen. Momentan sitze ich gerade hier am Pattaya Beach und habe mir ein bisschen Abend gefuttert. Man sieht, ich bin noch ein bisschen zerstört hier. Ja, das kommt vom Sturzhelm und sonstigen. Ansonsten ist Pattaya Beach eigentlich momentan relativ gut besucht und es ist relativ voll, aber das Essen war trotzdem wieder lecker am Beach. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Ich habe den Sonnenuntergang noch genossen. Auf jeden Fall schöne Grüße aus Thailand. Gehabt sich wohl. Viel Spaß beim weiteren Video. Gut, dann zu dem Teil, wo es um EML2PDF-Konverter geht. Da ist es einfach ganz einfach. Die Version 1.02 ist ziemlich eingeschlagen, nachdem sie dann auch für ARM zur Verfügung stand, also für Docker ARM. Und es sollte ja von Haus aus eigentlich auch irgendwann multilingual werden. Jetzt haben sie noch ein paar Sachen eingeschlichen und im Prinzip hat das Ganze jetzt eine neue Engine bekommen. Und das Tool EML2PDF, der Konverter, wird also dann in der Version 2.0 online gehen. Da kann ich euch mal ganz kurz ein paar kleine Clips einblenden. Hier zum Beispiel. Das ist jetzt ein E-Mail von meiner Bank, das ist relativ uninteressant. Und hier sieht man eigentlich auch schon wirklich ganz gut, hier ist die thailändische Schrift auch komplett übernommen. Das gleiche funktioniert auch für Russisch und Arabisch, Chinesisch. Damit ist das ja eigentlich ein führendes Tool, weil es multilingual ist. Ansonsten ist die Konvertierung hier wirklich sehr gut gelungen. Das ist ja eine ganz normale E-Mail mit ohne irgendetwas dran. Das Ganze habe ich natürlich auch nochmal anzubieten in einer anderen E-Mail. Hier jetzt nochmal, hier ist auch nochmal die E-Mail-Anfang. Hier fehlt also auch nichts dazwischen. Dann die Signaturen werden übernommen. Dann auch Teile Schriftzeichen wieder natürlich. Es werden in den weitergeleiteten Formularen auch die Sachen übernommen. Namen werden jetzt komplett richtig ausgewiesen mit E-Mail-Adresse und Realname. Es werden auch die Bilder und die Formatierungen übernommen. Also so kannst du wirklich sehen, das hier ist wirklich ein recht brauchbares Tool geworden. Also das ist jetzt wirklich schon die Extremausführung, könnte man eigentlich sagen. Und da geht es auch direkt weiter. Hier haben wir also auch nochmal ganz schön zu sehen. Hier haben wir auch wieder mal die erste Testteilnahme mit drin. Hier auch noch die Umlaute auch wirklich übersetzt werden, alles drin. Hier die Signaturen werden übernommen. Dann kommt jetzt hier eine Trennseite. Das sind die E-Mail-Daten nochmal. Dann die Anlage, die kommt. Das ist Muxomat VCF. Das ist eine virtuelle Visitenkarte, die auch in vielen Anlegen verschickt wird. Und deshalb ist es eigentlich auch relevant, dass man die hier übernimmt. Dann hier eine Kontaktdaten übernommen. Datei Mustermann VCF, auch das Datum. Und dann die Daten dazu konvertiert. Haben wir natürlich noch geprüft und das war jetzt wieder auch ein großer Punkt, der sehr viel Zeit gekostet hat. Wir haben hier eine Google-Kontaktdatei und das ist eine CSV. Eine CSV sollte dich jetzt irgendwie an Excel erinnern, an Excel erinnern, die dir sagt, ich habe hier eine CSV-Datei, die kannst du importieren. Also an einen Tabellenkalkulationsdatensheet. Das ist aber in dem Fall ein ganz anderes Format. Deshalb zeige ich euch das mal ganz kurz hier. Hier wird er auch nochmal aufgesplittet. Ne, der heißt jetzt Max Google, weil ich ihn halt einfach so genannt habe. Und auch der hier wird exakt erkannt und konvertiert, rauskopiert.
Ne, komplett also die ganzen Bemerkungen, alles mit dabei. Dann habe ich noch ein zweites Testfile mit Outlook erstellt. Das ist natürlich auch, das läuft eher hier unter Google. Man erkennt es aber als Microsoft Outlook. Also von daher gesehen auch toll. Super geworden eigentlich alles, kann man jetzt wirklich sagen. Also ein bisschen darauf stolz bin ich ja schon. War auch eine Höllenarbeit. Waren jetzt gute 4 Wochen intensiv da dran gesessen, haben das alles zu programmieren. Das war wirklich heftig. Dann haben wir hier wieder die Trennseite und jetzt kommt Steuer Thailand CSV. Das ist jetzt nochmal eine kurze, die zeige ich euch jetzt nicht ganz, aber hier dran erkennt ihr, Leute, er erkennt auch die CSV-Dateien und auch die würde er absolut richtig konvertieren. Ne, er sagt hier unbekannt, CSV Silikonum getrennt, Datei Steuer Thailand, das Datum und Uhrzeit wieder dazu. Dann Name und so weiter, das Ganze, dann hier auch Umlaute, Sonderschriftzeichen werden hier auch erkannt. Und die Tabelle wird auch korrekt übernommen. Also so viel als Ausblick jetzt mal auf die Version EML PDF 2.0. Und damit schließe ich auch diesen Teil dieses Videos und dann gehen wir rüber zum nächsten Teil mit den schlimmen Sachen. Okay, in dem Teil von dem Video werden wir uns jetzt einfach mal mit dem Thema beschäftigen. Was ist, wenn mir in Thailand etwas passiert? Das Jahr hat nicht allzu rosig angefangen. Ich habe hier im Hintergrund seht ihr das Bangkok Pattaya Hospital in Pattaya und hier liegt ein guter Freund vom Motorrad runtergeholt, so wie es aussieht. Man weiß es noch nicht genau. Hüfte gebrochen, schwere Fraktur am Arm, gebrochen, aufgerissen, aufgeschürft von oben bis unten und das Ganze im Rentneralter, wo das Ganze medizinisch wirklich auch gar nicht mehr so gut verheilt. Er kann momentan nichts selber erledigen, er kann nichts selber machen, er liegt hier und irgendjemand muss sich um das ganze Zeug kümmern. Das ist auch etwas, was ich momentan tue. Darum muss ich auch einfach hier wirklich mal sagen, es ist sehr zeitaufwendig. Überlegt euch wirklich, wenn ihr nach Thailand kommt, ob ihr euch einen Roller mietet und hier in einem Straßenverkehr teilnehmt, den ihr nicht versteht. Ihr wird links gefahren, das ist etwas, was euch ungewohnt ist. Ihr habt hier Verkehrssituationen, die ihr aus Europa nicht kennt. Es ist ein lebender, fließender Verkehr, in dem du dich mitbewegen musst. Du kannst ja nicht einfach blinken und abbiegen. Und jetzt kommt der Hammer, aber die Thais machen das mit ihren Pickups. Ja, Rollerfahrer untereinander machen es nicht. Pickups tun das. Es ist hier alles ganz anders. Ja, gibt es auch Roller mit aufgeführten Auspuff. Leute, überlegt euch das wirklich ganz schwer, alles, was euch hinten dran hängt. Ein Unfall hier in Thailand wird euch kennzeichnen fürs Leben. Mit Narben, mit Behinderungen. Die wenigsten kommen mit Hautabschürfungen davon. Das hast du eigentlich nur, wenn du quasi mit dem Roller irgendwo auf Sand langsam in der Kurve wegrutscht. Ansonsten kannst du von viel Schlimmeren ausgehen. Ich verlinke euch da oben nochmal, wie ist das immer so schön mit dem Zeigen, hier oder hier. Ein Sicherheitsvideo, das ist jetzt zwar 2 Jahre alt, aber immer noch aktuell. Die Zahlen von den Unfällen stimmen jetzt zwar nicht ganz, aber mein Appell an euch, Leute, überlegt euch das dreimal, aber nicht mit einem Badtaxi fahrt oder euch ein Bolt-Taxi nehmt. Das kostet euch genauso wenig wie auf längere Zeit einen Roller zu mieten. Und ihr seid auf der sicheren Seite. Meine Empfehlung für euch in dem Teil vom Video, überlegt euch ganz genau, was ihr hier in Thailand tut, was ihr macht und welche Folgen das haben kann. In dem Sinne wünsche ich euch natürlich, falls ihr nach Thailand kommt und hier besucht, einen schönen Urlaub und dass euch wirklich nichts passiert und noch alles klar geht. Okay? Aber beherzigt diese Ratschläge.